wie gestern versprochen. So sieht übrigens unser Lagerplatz aus. Moin Moin an Tag 3. Tja, so kann's laufen. Hätten wir mal die erste Insel genommen. Die war wirklich sehr, sehr schön. Wahrscheinlich wäre sie auch wirklich perfekt zum Lagern gewesen. Sie sah zumindest vom Wasser aus sehr, sehr eben aus. Sie hätte nur den einen einzigen Nachteil gehabt, nämlich dass man dort keinerlei Feuer hätte machen dürfen, was bedeutet hätte, dass wir Müsli zu Abend gegessen hätten. Und turns out, das haben wir jetzt auch so gemacht. Man weiß es halt leider vorher immer nicht. Wir sind, wie wir euch dann auch gesagt haben, noch ein Stückchen weiter gepaddelt. Dann schon so weit, dass wir gesagt haben, okay, umdrehen brauchen wir jetzt auch nicht mehr, weil wir sind in die Richtung gepaddelt, in die wir heute hätten weiter gemusst. Und dann kamen immer wieder auf der Karte Stellen, die echt vielversprechend ausgesehen haben, die dann aber entweder wirklich gar nicht zum Lagern geeignet gewesen wären, weil total bewachsen, steil, oder eben dann stand eine Hütte da. Und ja, auch wenn einem das Jedermannsrecht das Recht gibt, quasi überall zu übernachten, so gehört es sich doch immer einen gebührenden Abstand von Hütten zu halten. Und da wollen wir uns auch dran halten. Das, ja, wie gesagt, gehört sich einfach, das so zu machen. Und dann lagert man nicht auf einer winzig kleinen Insel, auf der eine Hütte steht, in der eventuell irgendjemand schon übernachtet und dann am nächsten Tag von uns überrascht wird. Das macht man einfach nicht. Deswegen haben wir uns dann nochmal entschieden, weiter zu paddeln. Sind immerhin schon mal jetzt weiter in die Richtung, in die wir wollten. Nähern uns dem Areal mit den vielen Inseln, was eigentlich unser Ziel ist. Bisher muss man sagen, sind wir ein bisschen enttäuscht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hier nicht schön ist, bitte nicht falsch verstehen. Die Natur ist schon sehr, sehr schön. Das Naturreservoir war auch wirklich sehr, sehr schön. Ist natürlich schon richtig so, dass man da nicht wild campen darf, sondern Natur sollte auch wirklich ja, so behalten werden, wie sie ist. Aber für uns gab es halt da keinen Platz. Und jetzt wieder raus aus dem Naturreservat ist hier schon sehr viel Zivilisation. Also hier sind Brücken, die immer wieder drüber fahren. Die Inseln sind alle irgendwie miteinander verbunden. Überall stehen Hütten, es fahren sehr viele Motorboote rum. Und wir hoffen wirklich, dass das da, wo wir jetzt hinwollen, was wir heute hoffentlich dann auch noch schaffen, dass es dort schöner ist und wir dann endlich mal das Stückchen Wildnis finden, nach dem wir suchen. Und ja, das wäre wirklich schön. Und vielleicht auch eine Insel, die so ein bisschen mehr Urlaubsfeeling aufkommen lässt. Ich meine, die ist jetzt ja auch nicht schlecht, aber es ist jetzt hier nichts zum Baden oder so. Wir werden von den Mücken zerfressen, das ist auch echt krass hier. Die Insel hat hier unglaublich viele Mücken, das stimmt. Ja, also so viele, dass die uns gestern trotz Antibrum, und Antibrum ist immer so unser aller Heilmittel, wenn man sich damit einsprüht, geht eigentlich keine Mücke an einen ran, sind die trotzdem noch auf uns gelandet und haben uns ja, überfallen und aufgefressen. Wir sind heute Morgen schon gefühlte 15 Mal gestochen worden. Das ist schon echt krass, deswegen sind wir eigentlich ganz froh, wenn wir hier wieder weg sind, ehrlich sind. Ja, wie gesagt, wir werden gleich weiter paddeln. Wir sind nicht ganz so früh dran, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten, aber wir sind auf jeden Fall früher dran als gestern. Da hinten stand unser Lager, es ist also auch schon soweit alles abgebaut. Wir müssen die Sachen gleich nur noch ins Boot reinschmeißen und dann paddeln wir los. Wir liegen ja auch gut in der Zeit. Wir liegen gut in der Zeit, den Kaffee trinken wir gerade noch aus und dann geht's los. Auf der Insel hier ist alles zerfressen von Bibern. Und eben habe ich was entdeckt. Das zeige ich euch gerade mal. Ich habe euch ja gestern schon das Skelett gezeigt. Ist jetzt eine ganz andere Stelle auf der Insel, aber hier auch wieder. Sehen wir mal eine Hand zum größten Vergleich. Hier vorne liegen auch noch ein paar Knochen. Und hier drüben sieht man dann auch, welches Tier es wohl gewesen ist. An den riesen Zähnen kann eigentlich nur ein toter Biber sein. Größe kommt hin. Hier liegen auch noch mal Knochen. Was auch ein bisschen auffällig ist, wenn man sich die Stelle hier anguckt. Hier ist die Erde überall aufgewühlt. Und hier ist auch das meiste an Skelett. Keine Ahnung. Christine meinte schon, ob vielleicht irgendwie ein Mensch
versucht hat, die Biber irgendwie auszurotten, weil die ganze Insel zerfressen. Meine Vermutung, weil er so zerpflückt ist, wäre erstmal ein wildes Tier gewesen. Man weiß es nicht. Vielleicht war es auch der ehemalige Biberkönig, der von einem seiner Untertanen um die Ecke gebracht worden ist, der nun seine Nachfolge angetreten hat als Herrscher über den Biberdamm. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was hier passiert ist. Das war so unsere Insel heute Nacht. Und da hinter dieser großen, die auch voller Hütten steht, auf der anderen Seite war die Insel, zu der ich gesagt habe, die wird es auf jeden Fall kommen, was da wolle. Da hinten ist Brücke, da sind wir gestern noch durchgefahren. Ich weiß schon, in welche Richtung wir jetzt dürfen? Da lang. Da lang, okay. Sind wir ja immerhin schon mal in die richtige Richtung gefahren. Die Enten. Da wollen wir auch rein. Sollen wir uns jetzt kurz festhalten, dass wir uns anziehen können, oder? Willst du dich schon anziehen? Ja, ist total warm, in der Regenjacke sterbe ich. Ja, mir auch. Auf deiner Seite ein bisschen weg, Entschuldigung, links weg oder so. Also ich würde jetzt glaube ich noch nichts anziehen wollen. Also da hinten sieht man, da regnet es schon überall. Ja, ja. Oh, süß. Das sind aber keine Enten, ne? Nee. Das sind so Taucher, oder? Ja. Guck mal, da vorne sind noch mehr. Da. Oh ja. Vielleicht sind die das ja. Nee, die sind noch da. Die verstecken sich da am Ufer. Denken, dass wir sie nicht sehen. Oh, heute gibt es eine zum Abendessen. Fängt an zu regnen. Viel früher als angesagt. Donner und Blitze. Noch ein bisschen von uns entfernt, aber man weiß nie, wie schnell es näher kommt. Deswegen zackig runter vom Wasser und an Land. Das machen wir gerade. Bringen uns mal gerade in Sicherheit und dann gibt es gleich ein Update. Jetzt zieht auch richtig Wind auf. Ja. Gerade noch rechtzeitig runtergekommen. Jetzt fängt es gerade ordentlich an zu regnen. Wir haben das Boot da unten noch festgemacht. Und jetzt zack kommt der Sturm. Jetzt kann man schon das Land da hinten nicht mehr sehen. Jetzt geht's richtig ab. Wir ziehen uns mal schnell die Regenhosen an. Also wenn ihr wisst, es soll regnen und ihr habt eine Regenhose, an der man die Hosenbeine aufmachen kann, lasst sie direkt geöffnet, weil sonst kommt der Regenschutt und ihr müsst dann im Regen erst noch die Hosenbeine aufmachen, um reinzukommen. Und dann ist schon alles nass. Ne? Ja, man wird hier sehr schnell nass. Regnet gerade auch echt krass. Vor allen Dingen, wenn so ein Wetter angesagt ist, immer in Ufernähe bleiben. Das ist so, wie wir jetzt auch wirklich schnell ans Land können und euch in Sicherheit bringen könnt. Das ging jetzt echt schnell. Ne? Ja, jetzt heißt es abwarten, bis das vorbei ist. Mal gucken, wie lange es dauert.
schnell wie es gekommen ist, ist es auch wieder gegangen. Da hinten, wo es herkam, wird es schon wieder heller. Es regnet jetzt noch. Und das Gewitter scheint irgendwo doch noch ein sehr weites Stück von uns entfernt langgezogen zu sein, an uns vorbei. Wir stehen jetzt hier ungefähr eine Viertelstunde. Jetzt werden wir noch ein bisschen abwarten, dass wir auf jeden Fall ein paar Minuten lang auch keinen Donner mehr hören. Und wenn das der Fall ist, dann geht es weiter. Und da kommt so wieder die Sonne. Ja, wäre ja schön, wenn es das jetzt gewesen ist, ne? Ja. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir hier vorher eine 2-Tagestour gemacht haben. Was ich glaube ich nicht gesagt habe, da hat es nur geregnet. Ohne Unterbrechung, richtig heftig. Das war schon, als wir alles aus dem Auto ausgeladen haben, alles klitschnass. Wir mussten unser Dachzelt auf dem Auto klitschnass zurücklassen. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Und da, wo wir waren, sollte es auch nur weiter regnen, die nächsten Tage oder Wochen. Mit immer mal maximal so 1-2 Stunden Unterbrechung. Sind wir ganz froh, dass wir das hier nicht haben. Und wenn es jetzt bei einem so einen kleinen Gewitter bleibt, dann kann man schon froh sein, weil normalerweise sollte man bei so einer Tour immer ein bisschen Regen mit einplanen. Genau. Außerdem müssen wir unser Glück ja wieder aufladen, also brauchen wir auch mal schlechtes Wetter. Das stimmt, ja. Letztes Jahr sei mal Riesenglück mit dem Wetter gehabt, dieses Jahr in Schweden auch. Da haben wir es schon verdient, dass es hin und wieder mal ein bisschen regnet. Ganz da vorne, geradeaus, da dürfen wir rein. Sieht jetzt hier schon alles deutlich wilder aus. Ich bin guter Dinge. Wir paddeln jetzt schon seit einer ganzen Weile gegen den Wind. Was ganz schön anstrengend ist. Aber bald haben wir es geschafft. Ja. Vorne eine kleine Insel. Da mittendrin sind 3 Bäumchen drauf. Da noch dran vorbei. Und dann rechts sollten einige Inseln kommen, die geeignet sind. Wenn die Karte nicht mal wieder zu viel verspricht. Wir werden sehen. Das da vorne könnte eine geeignete Insel sein. Wir fahren jetzt mal so gerade drauf zu und dann lassen wir uns vom Wind rechts entlang treiben. Von da aus so direkt an Land, um uns einmal anzuschauen. Was sind sie schon? Sind hier irgendwie mehrere kleine Inseln, die so halb miteinander verbunden sind. So, hier sind wir an Land gegangen. Es sind wirklich viele kleine Inseln, die miteinander verbunden sind. Die hier sieht aber ganz schön aus, deswegen gucken wir uns die mal als erstes an. Hier vorne ist Platz fürs Zelt. Windgeschützte Seite, richtig gut. Direkt am Wasser mit mega Aussicht. So, wir laden gerade aus.
Taschen sind fast alle da. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Mega schön. Und wir sind sogar einigermaßen pünktlich. Ich habe jetzt noch nicht auf die Uhr geguckt, aber ich schätze mal 5 Uhr ungefähr dürften wir haben. Also deutlich früher als gestern. Paracord, 2 Schlaufen, eine am Ende, eine mit kurzer Strecke und eine mit langer Strecke zum Befestigen am Baum, je nach Baumdicke. Dünner Baum, also dünne Strecke. So hält es auch direkt auf der Höhe, die man einstellt. Und jetzt kann man, wenn man noch viel Seilverlängerung braucht, diese Schlaufe nehmen, oder wenn man nicht so viel Seilverlängerung braucht, diese Schlaufe, und natürlich, wenn man es um einen dicken Baum gewickelt hat, genauso. Und Schnellspannkarabiner, schon mal eingehakt. Und dann kommt hier durch das Loch und hier durch die Klemme. Zack. In diese Richtung ist fest, in die kann man nachspannen. Ich mache jetzt hier auf der Seite nochmal genau das gleiche. Habe mir auch so eine Schlaufe gemacht. Wenn man jetzt nochmal Gewicht sparen wollte, würde ein so ein Schnellspannkarabiner aber reichen. Auch ein dünner Baum, also wieder der kurze Abstand. Durch. Rein. Und schon kann man spannen. Kraft dran ziehen und kriegt richtig schön Spannung auf das Seil, ohne groß irgendwie Knoten binden zu müssen oder so. Tab gespannt. Ein Seil, das ihr eben gesehen habt, habe ich da festgemacht. Das andere da drüben. Hauptleine gespannt. Tab drauf. Und dann so schön mit dem Zelt überlappend. Als Vordach fürs Zelt. Und das Beste, hier unser Sitzplatz mit Aussicht. Wir haben gerade ein Geräusch gehört, das immer näher kam. Wir dachten erst, das wäre Wind. Ich habe leider nicht rechtzeitig die Aufnahme starten können. Aber es war der Regen, der jetzt hier auf uns niederprasselt. Hat man richtig gehört, wie der übers Wasser auf uns zukam. Es wurde immer lauter, lauter, lauter und dann... Auf dem Wasser hat man es auch gesehen, wie so eine Welle kam es auf einen zu. Eben zog schon ein Gewitter hier entlang, hinten am Horizont, das zog weg, aber den Regenschauer, den kriegen wir jetzt ab. Kochen tun wir hier geschützt, schön unter dem Tarp, haben wir euch ja gezeigt. Und es gibt heute... Hier ist noch Würstcheneintopf. Ein bisschen einfacher Variante mit Möhren, Lauchzwiebeln, die muss ich euch mal zeigen. Wo sind sie? Schon mal solche Zwiebeln gesehen? Ja. Hier in Finnland gekauft. Riesige finnische Lauchzwiebeln. Mhm. Ja, und dazu natürlich Würstchen, Geflügelwürstchen und schwarze Linsen noch. Schwarze Linsen.
Linsenwürstchen-Eintopf, ich glaube, so hieß es. Ich habe übrigens hier den Premium-Platz. Mhm. Backbraten. Riecht schon gut. Ja. Das ist ja schon fast eine richtige Zwiebel, ne? Ja. Für den Geschmack ein bisschen Rinderbrühe. Pi mal Daumen 100 Gramm Beluga-Linsen. Nein! Nein! Gute Wurst. Rette sie schnell. So. Hier draußen gilt die 30-Minuten-Regel. So, die Wurst muss jetzt auch noch warm werden. Genau, und in 5 Minuten können wir dann essen. Geklappt. Heiß. Ist jetzt natürlich eine einfache Variante, aber sehr gut und auch lecker, schön würzig. Schmeckt, ja? Falls ihr euch fragt, wieso es schon wieder so spät geworden ist. Wir waren schon deutlich früher hier, aber wir haben einfach mal nach dem Aufbauen knapp 2 Stunden lang gar nichts gemacht. Ein bisschen entspannt. Und Ja. nur gefaulenzt, ja. Aber es ist auf jeden Fall hier schon deutlich schöner auf der Insel. Ja, die ist toll hier. Ja, schöne Aussicht. Die erste Portion Eintopf ist bereits gegessen. Ein Teller wartet noch auf uns. Danach gehen wir dann direkt ins Bett und zu euch sagen wir schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Tag 4 und wieder einen guten Morgen. Guten Morgen. Müsli und Kaffee, um in den Tag zu starten. Und ja, danach werden wir auch mal wieder direkt abbauen und weiter paddeln. Weiter in das Areal mit den vielen Inseln. Der gestrige Tag war schon anstrengend. Also ich merke es auf jeden Fall. Dem vielen Gegenwind, Ja. das Wetter. Auch heute ist es jetzt nicht so klasse. Es ist sehr bewölkt. Auch ein bisschen kühler als die letzten Tage. Mhm. Mal gucken, wie es heute noch wird. Aber wie gesagt, wir paddeln auf jeden Fall weiter. Jetzt gibt es aber erstmal Frühstück.
Genau. Genau, als wir anfangen einzupacken, kurz nach dem Essen, fängt es wieder an zu regnen. Alles mal gerade eben hier notdürftig drunter gezogen. Im besten Fall ist nur ein kurzer Regenschauer. Nehmen wir mal schnell ab. Am nächsten Tag lösen ist auch ganz einfach, denn das ist hier nur eingeklemmt. Einfach einmal ein bisschen in die Richtung ziehen, das Ding aufschieben und dann das Seil so rausziehen. Kam sogar noch mal die Sonne raus. Wir haben zwar jetzt ein bisschen Zeit verloren, als wir den Regen abgewartet haben. Dafür ist es jetzt schön. Jetzt müssen wir den Krempel nur noch zum Boot schleppen und verstauen. Und dann paddeln wir los. Der zieht gleich nochmal nach. Ja, der zieht nochmal nach. Aufpassen mit der Route. Ach du Scheiße. Ganz entspannt. Der kommt jetzt erst. Okay. Hier zu mir. Christine hat einen schönen Hecht. Ja. Und was für einen schönen du da hast, ja? Und das war ein richtiger Drill. Das war Wahnsinn. ein bisschen Drill, ja. Schöner Fisch. 63 ist er groß und landet heute Abend im Essen. Cool, ich freue mich. Ja. Wir sind übrigens gerade zurückgepaddelt zu der Insel, auf der wir übernachtet haben, weil da vorne irgendwo hat die Christine den aus dem Wasser geholt. Wir haben gerade noch mal gemessen. Totenzustand ist dann doch ein bisschen einfacher. Er ist sogar 66 groß. Der wird ordentlich Fleisch geben. Der wird jetzt filetiert. Dann können wir den Rest nämlich direkt entsorgen. Komm, den Ameisen lassen wir noch ein Stückchen hier. Durch diese Inseln durch geht's nun weiter. An dieser Stelle mal ein paar Infos für alle, die sich auch fürs Angeln in Finnland interessieren. Und eine kurze allgemeine Anmerkung. Unsere Videos haben immer Kapitelmarkierungen, also wer sich für mein inhaltliches Geschwafel nicht interessiert, der kann diesen Part einfach überspringen und die Reise weitersehen. Zum Angeln in Finnland benötigt man eine allgemeine Lizenz, die kann man auch online kaufen. Die Website verlinken wir euch mal unten in der Videobeschreibung. Ist auch nicht teuer, es gibt eine Tages-, 2 Wochen und eine Jahreskarte. Und dann darf man an den meisten Seen normal angeln, also das heißt mit einer Route. Für manche Seen braucht man noch zusätzliche Genehmigungen, also im Vorfeld, wenn ihr irgendwo hinfahrt, immer informieren. Für speziellere Arten des Angels braucht man oft auch noch eine zusätzliche Genehmigung, also wenn ihr mit Netzen, Reusen oder sowas fischen wollt. Fürs Krebsfischen gibt es auch eine gesonderte Genehmigung. Kostet pro Saison ganze 5 €. Lohnt sich also auch, wenn man Krebs fischen möchte. Und ja, wie gesagt, einfach mal gucken, bevor ihr irgendwo hinfahrt, ob es irgendwelche Sondergenehmigungen bedarf. Und immer ganz besonders darauf achten, wenn ihr an fließenden Gewässern, insbesondere Stromschnellen seid. Dafür braucht es fast immer eine Genehmigung zusätzlich. Aber wie gesagt, an den meisten stehenden Gewässern, also Seen, darf man mit dieser allgemeinen Lizenz normal angeln. Jetzt hier in der Region ist es auch so, dass man wirklich nur diese allgemeine Lizenz braucht, wenn man ganz normal angelt. Generell kann man hier rechnen, wie ihr es ja gerade gesehen habt, mit Hecht, Barsch
Man soll auch Zander hier aus dem Wasser holen können, aber auch Lachs und Forelle und teilweise auch wohl sehr stattliche Exemplare. Ich muss ehrlich zugeben, wir sind keine Profi-Angler. Ich glaube, mit Hecht und Barsch und mit Forelle in fließenden Gewässern haben wir mittlerweile ein bisschen Erfahrung sammeln können. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich gezielt hier in so einem großen See auf Lachs oder große Forellen fische. Davon hätte ich tatsächlich keine Ahnung. Aber man soll es, wie gesagt, auch gut machen. Große Insel hier geradeaus würde theoretisch in Frage kommen. Fällt uns jetzt von hier aber noch nicht so gut. Und hinter der müsste noch eine kleinere Insel sein. Die gucken wir uns jetzt mal an. Die Insel hier wird es wahrscheinlich nicht. Hier direkt vor uns, dort, das ist eine ganz kleine Insel. Hinten ist eine riesengroße Insel. Aber die kleine, die werden wir uns jetzt einmal anschauen. Die könnte in Frage kommen. Wir fahren mal drauf zu. Vielleicht umrunden wir sie noch. Höchstwahrscheinlich werden wir sie umrunden. So, genau. Vielleicht ist ja was für heute Abend. Die Insel wäre zwar wunderschön gewesen, aber wahrscheinlich genau deswegen, da lagern schon andere Kanuten drauf. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wird das nicht unsere Insel. Wir gucken jetzt gerade noch mal zu der Landzunge da vorne, an der wir vorbeigefahren sind. Die sah auch ganz nett aus. Das ist eine ganz kleine vorgelagerte Insel zu der großen, wo wir vorhin auch dran vorbeigefahren sind oder eben dran vorbeigefahren sind. Groß ist zu bewaldet. Aber das Stück hier gucken wir uns jetzt mal an. Ist zumindest einigermaßen flach, aber es sieht alles sehr eng aus. Keine Ahnung, ob das da irgendwo hinpassen würde. Ja, die Insel wird es werden. Hier ist auf jeden Fall genug ebene Fläche, dass unser Zelt hinpasst und man erholsam nächtigen kann. Rundherum Zugang zum Wasser. Also die Insel wird es werden. Hier bleiben wir. Es ist der 4. Tag. Wir möchten also auf jeden Fall mal baden gehen. Ah ja. Mikrofaserhandtücher. Nicht die ganz kleinen, die wir bei Trekkingtouren immer mit dabei haben. Eine Nummer größer. Gut geeignet als Reise-Badehandtücher. Und biologisch abbaubares Shampoo. Ganz wichtig. Genau. Ihr findet übrigens wie gewohnt sämtliches Equipment, das wir in dem Video zeigen und nutzen, auch unten in der Videobeschreibung. Erfrischend. Dich ein bisschen bewegen, dann geht's. Ah, das ist aber gut getan, oder? Ja. Wie aufs Kommando, gerade mit dem Aufbau fertig geworden. Selbes Setup wie gestern. Fing es an zu regnen. Haben es wirklich ganz genau im Trocknen geschafft. Für den Hecht haben wir uns heute ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Der Hecht wird heute asiatisch. Wir hatten schon asiatische Nudeln eingeplant. Und den Hecht braten wir uns in Tempura Backteig dazu aus. Wasser für die Nudeln. Deckel drauf, dass es schneller geht.
Wasser kocht. Das ist übrigens keine normale Zwiebel, auch wenn sie so groß ist. Das ist auch wieder Frühlingszwiebel. Lauch, Zwiebel und Knoblauch sind rechts. Links machen wir uns jetzt eine Art Rührei. Dazu kommt jetzt noch Sojasauce. Normalerweise machen wir immer frisches Gemüse rein, aber aufgrund der Haltbarkeit haben wir jetzt mal fertiges Gemüse probiert. Fertiges Asia-Gemüse. Das waren Möhren, Paprika und Sojabohnen. Müssten das gewesen sein. Und als nächstes kommen die Nudeln jetzt wieder rein und dann wird das Ganze angebraten. Christine hat dem Hecht von heute Mittag eben noch die Haut abgezogen, oder den Hechtfilets, die in Stücke geschnitten, und jetzt kommen sie in den Tempura-Backteig, der wirklich aus einer Fertigteigmischung und Wasser besteht. Ganz einfach gemacht. Hatten wir letztes Jahr in Finnland schon und hat sehr, sehr gut geschmeckt, deswegen machen wir es jetzt auf jeden Fall nochmal. Und das wird sicherlich perfekt zu asiatischen Nudeln passen. Heiß. Ich hoffe nicht nur heiß. Da war der Hunger wieder zu groß. Aber lecker. Ein paar Nudeln. Die sind richtig gut geworden. Aber der Fisch auch. Das Essen ist ganz schön viel geworden. Die Nudeln alleine hätten eigentlich schon ein Abendessen sein sollen. Und der Hecht hatte auch noch mal eine ordentliche Portionsgröße. Deswegen essen wir das gerade in Ruhe noch auf. Sagen zu euch aber schon mal gute Nacht und bis morgen. Bis morgen.